haben wir nicht. Uns geht's gut soweit. Ja, habe ich schon überlegt. Ich arbeite schon als Werkstudent. Also ich bin nebensächlich tätig, neben meinem Studium. Es kostet, was es kostet. Ich bin auch immer noch auf der Suche, aber ja, mal schauen, was ich finde. Dieser Mann ist schon fündig geworden. Cenk Karaman aus Rüsselsheim arbeitet Vollzeit an der Fleischtheke eines Supermarktes. Aber eben nicht nur. So, jetzt geht's nach dem Hauptjob zum Nebenjob. Da kommen ein paar Stunden zusammen. 37,5 Stunden, glaube ich, in der Woche als Vollzeitkraft. Und dann nochmal die 8 bis 10 Stunden als Aushilfskraft. Das macht so um die 50 Stunden aufgerundet. Seit Mai hat er diesen Minijob. Warum? Weil jetzt die ganzen Preise alle in die Höhe schießen. Strom, Miete, Gas, alles drum und dran. Und da kommt man halt irgendwann mal nicht mehr hinterher. Und deswegen, und Geld schadet nie. Ne? Das wird, glaube ich, auch jeder so vertreten. Wegen der gestiegenen Preise wollen sich 11% aller Deutschen sehr wahrscheinlich einen Minijob suchen und wahrscheinlich wollen das 25% laut einer Umfrage aus dem Sommer. Bei jungen Menschen sind die Zahlen höher. Hier wollen sich sehr wahrscheinlich 23 und wahrscheinlich 35% einen Minijob suchen. Ein Weihnachtsmarkt auf einem Parkhausdach in Frankfurt. Hier verkauft Nelson Barata Glühwein. Ich habe 3 Jobs, einen Hauptjob und 2 Minijobs. Denn neulich kam ein Brief vom Energieversorger. Der hat jetzt geschrieben, auf jeden Fall, das hat sich jetzt erhöht und wie gesagt, um fast 100%, weil alles ja teurer geworden ist, also müssen die das auch erhöhen. Meine Versicherungen wurden teurer, weil die das auch erhöhen müssten. Eigentlich alles, weil alles teurer wurde, also haben die ja überall das erhöht. Und ja, jetzt muss ich ja gucken, dass ich ein bisschen mehr Geld reinkriege als vorher. Und wie sieht das bei den Besuchern aus? Ich bin tatsächlich gerade auf der Suche, ja. Ich habe sogar einen. Hatte ich immer wieder, auch während dem Studium. Und mit den aktuellen Preisen, vor allem im Supermarkt und allgemein, ist schon schwierig, da so prinzipiell über die Runden zu kommen. Deswegen ja, ich suche gerade nach einem Minijob auch, ja. Die gute Nachricht, das Angebot an Minijobs ist groß, sagt uns das Jobcenter der Stadt Kassel. Viele ArbeitgeberInnen nutzen natürlich auch andere soziale Medien wie Facebook oder Instagram, um Personal zu finden. Aber ich kann Ihnen nur sagen, von den Stellen, die wir in der Jobbörse gemeldet haben, ist eine 30-prozentige Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr. Klar, deutlich. Und das Schöne ist halt auch, dass wir 31,7%, wenn man es genau nimmt, mehr Minijobs auch besetzt haben im Gegensatz zum Vorjahr. Also das Interesse von uns, von unseren Bewerberinnen ist auch da, dass sie da auch einen Minijob aufnehmen. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass man sich was dazu verdienen muss. Cenk Karaman hat seinen Minijob nicht übers Internet gefunden, sondern als er mit dem Auto unterwegs war. Ich war tanken, habe ein Schild gesehen, abfotografiert, angerufen. Dann gab es eine kurze Einarbeitung in einer ganz anderen Tankstelle und dann hat es funktioniert. Die ersten paar Wochen oder die ersten 1-2 Monate war es ein bisschen holprig, weil ich hatte ja davor immer nur einen Job. Jetzt mit 2 musste ich mir das so ein bisschen einteilen, wie und wann. Nach der Frühschicht dann dort arbeiten, am nächsten Tag wieder die Frühschicht hier hinter der Theke. Das war dann halt ein bisschen schwierig, aber jetzt mittlerweile läuft das. Läuft einwandfrei. Auch finanziell ist Cenk Karaman jetzt aus dem Schneider. Also ich verdiene so viel, dass ich da gut über die Runde komme. Aber nicht die vollen 520 €. Das sind dann halt wiederum zu viele Arbeiter. Wie gesagt, weil jeder ringt sich jetzt zur Zeit um einen Aushilfsjob. Und jeder will einfach überall arbeiten, egal wo. Hauptsache kommt ein bisschen Geld rein. Aber es reicht. Es reicht voll und ganz. Hoffentlich bleibt das so. Krass. Schönen guten Abend. Ulrich Benedum, Arbeitsrechtler aus Gießen. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Man hört immer so Nebenjob und Minijob nebeneinander. Gibt es da einen Unterschied? Also unter einem Nebenjob versteht man im Allgemeinen eine Tätigkeit, die zusätzlich neben dem Hauptberuf ausgeübt wird. Wenn Sie also einen zweiten Job bei einem anderen Arbeitgeber ausführen und dabei nicht mehr als 520 € verdienen, dann gilt dieser Nebenjob als sogenannte geringfügige Beschäftigung und die wird gemeinhin als Minijob bezeichnet. Ah, okay. Also theoretisch könnte ich auch einen Nebenjob haben, der darüber hinausgeht, wird aber wahrscheinlich keiner machen. Schafft man ja gar nicht zeitlich. Schafft man gar nicht zeitlich. Und wichtig ist aber zu wissen, dass ich sowohl im Nebenjob wie auch im Minijob einen Anspruch auf Urlaub und auch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall habe. Oh gut, das ist nochmal wichtig zu wissen. Das wissen, glaube ich, viele nicht beim Das Minijob. geht in der Praxis häufig verloren, ja. Okay. Was darf ich als Nebenjob machen? Gibt es da irgendeine Einschränkung, was ich nicht machen darf? Also grundsätzlich sind Mitarbeiter in ihrer Freizeit frei. Sie können also auch
neben dem Hauptberuf arbeiten gehen. Es gibt allerdings 2 Grenzen, die zu beachten sind. Zum einen darf ich mit der Ausübung meiner Nebentätigkeit nicht in Wettbewerb zu meinem Hauptarbeitgeber treten. Also wenn ich beispielsweise hauptberuflich in einem Supermarkt arbeite, dann darf ich nebenberuflich nicht in einem Konkurrenzsupermarkt arbeiten. Okay. Die zweite Grenze ist durch die Bestimmung des Arbeitszeitgesetzes. Denn beide Arbeitsverhältnisse zusammen dürfen nicht über die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes hinausgehen. Und das bedeutet, dass ein Mitarbeiter werktags, dazu gehört übrigens auch ein Samstag, grundsätzlich 8 Stunden, nur in Ausnahmefällen 10 Stunden arbeiten darf. Und ich schulde gegenüber meinem Hauptarbeitgeber die Einhaltung einer Ruhezeit von 11 Stunden. Also, dass ich nebenberuflich nachts noch in der Gastronomie oder in einer Diskothek arbeite, schnell nach Hause fahre, dusche und mich wieder für den Hauptarbeitgeber fertig mache, das würde gegen die Ruhezeit verstoßen und ist damit unzulässig. Und ein Mitarbeiter, der gegen diese Grenzen verstößt, der riskiert natürlich eine Abmahnung durch seinen Hauptarbeitgeber und im Wiederholungsfalle im schlimmsten Fall auch die Kündigung seines Hauptarbeitgebers. Das ist krass. Nun kommt man ja, also wenn man 8 Stunden bei seinem Hauptarbeitgeber arbeitet, dann wird es ja schon ganz schön knapp, ne? Also überhaupt noch was machen zu dürfen. Wer kontrolliert das, ob das eingehalten wird? Ich glaube, da läuft in der Praxis vieles unter dem Radar. Und natürlich ist immer die Frage, muss ich denn als Mitarbeiter meinem Arbeitgeber die Nebentätigkeit überhaupt anzeigen? Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Also gut, wenn er mich an der Tankstelle trifft, dann wäre es vorher schon gut gesprochen zu haben, oder? Für das Vertrauensverhältnis sicherlich hilfreich, aber generell sollte der Mitarbeiter zur Beantwortung dieser Frage mal in seinem Arbeitsvertrag nachschauen. Okay. Häufig sehen die Arbeitsverträge vor, dass ich vor Aufnahme der Nebentätigkeit verpflichtet bin, diese dem Arbeitgeber anzuzeigen. Aha. Und wenn das in einem Arbeitsvertrag drinsteht, dann sollte sich der Mitarbeiter auch daran halten. Denn der Arbeitgeber hat ja schon ein berechtigtes Interesse zu erfahren, ob mein Mitarbeiter jetzt in Konkurrenz zu mir tritt oder ob er möglicherweise gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Muss er das genehmigen oder muss ich es ihm einfach nur sagen? Wenn Sie die Nebentätigkeit angezeigt haben und diese Grenzen nicht verletzt werden, dann kann der Arbeitgeber die Nebentätigkeit nicht untersagen. Okay. Jetzt gibt es aber auch manche Arbeitsverträge, die sagen, generell ist jegliche Nebentätigkeit verboten. Eine solche Klausel ist insbesondere im Hinblick auf Artikel 12 unseres Grundgesetzes, der ja auch die Berufsausübungsfreiheit schützt, unwirksam. Und da muss sich der Mitarbeiter nicht dran halten. Aber wie eingangs gesagt, vielleicht im Sinne einer weiteren vertrauensvollen Zusammenarbeit sollte man es dem Arbeitgeber anzeigen, auch wenn man vertraglich nicht dazu oder nicht wirksam dazu verpflichtet ist. Okay, also einfach Bescheid sagen, aber wie gesagt, verbieten darf er es nicht. Wie viele Nebenjobs oder Minijobs darf ich eigentlich haben? Weil es kann ja auch sein, dass ich den Hauptjob nur in Teilzeit ausübe oder sowas. Also da geht vielleicht noch mehr. Arbeitsrechtlich sind mehrere Nebentätigkeiten nebeneinander möglich. Allerdings steigt natürlich die Gefahr mit der Zunahme an Nebentätigkeiten, dass ich die Interessen meines Hauptarbeitgebers verletze, weil ich etwa auch gegen das Arbeitszeitgesetz verstoße. Und zum anderen ist es leider so, dass nur ein Minijob, also nur eine geringfügige Beschäftigung neben dem Hauptberuf sozialversicherungsfrei und steuerfrei zu den 520 € führt. Und wenn ich natürlich mehrere Nebenjobs habe, dann riskiere ich, dieses Privileg zu verlieren. Okay, dann muss ich das am Ende wieder versteuern und am Schluss bleibt nichts übrig. Also man kommt ja auch durcheinander, also mit zu vielen Arbeitgebern, das finde ich auch, genau. Herr Benedum, da haben wir viel gelernt. Vielen Dank und wir hoffen, dass es einfach nicht ganz so viele machen müssen, sondern nur, wenn sie es wirklich wollen. Dankeschön. Das hoffe ich auch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.